Marc Marquez, Sturz in Le Mans. Auf den ersten Blick sah es wie ein gewöhnlicher Motorrad-Sturz aus. Ein Hichsieder. Ein Fehler. Ein Champion, der die Grenzen zu sehr ausreizt. Doch die wahre Geschichte könnte viel tiefer liegen. Denn Marc hatte sich seit Wochen auf dem Motorrad anders verhalten. Er fühlte sich beim Einfahren in die Kurven nicht mehr so sicher wie früher. Er machte kleine Fehler beim Bremsen. Und vor allem reagierte sein Körper möglicherweise nicht mehr so auf ihn wie früher. Dieser Sturz in Le Mans war vielleicht nicht das Ergebnis eines einzigen Moments. Vielleicht war es der Moment, in dem ein unsichtbares Problem, das sich seit Monaten aufgebaut hatte, endlich zum Ausbruch kam. Denn in der Ducati-Box gab es ein sehr kritisches körperliches Problem, das Marc Marquez verheimlicht hatte. Und nun ist dieses Problem endlich ans Licht gekommen. Marc Marquez verriet, dass nach dem Sturz in Le Mans das alte Metallfragment in seiner Schulter Druck auf den Radialnerv ausübte. In der MotoGP fürchten die Fahrer Low-Side-Stürze. Aber die Art von Sturz, vor der sie wirklich Respekt haben, ist der High-Side. Denn bei einem High-Side kommt es plötzlich zum Kontrollverlust. Zuerst verliert der Hinterreifen die Haftung. Das Motorrad beginnt zu rutschen. Der Fahrer lenkt gegen, um das Motorrad zu retten. Und genau in diesem Moment, wenn der Hinterreifen wieder Kontakt mit dem Asphalt bekommt, schleudert das Motorrad den Fahrer in die Luft. Genau das ist bei dem Sturz in Le Mans passiert. Marc war am Limit, als er aus der Kurve kam. Das Heck der Ducati rutschte kurz weg. Aber das eigentliche Problem war, dass das Motorrad wieder Traktion gewann. In diesem Moment richtete sich das Motorrad heftig auf und schleuderte Marc in die Luft. In der MotoGP sind Stürze wie dieser selten auf eine einzige Ursache zurückzuführen. Denn die Fahrer gehen bereits in jeder Runde an die Grenzen. Was den Unterschied ausmacht, ist, an dieser Grenze die Kontrolle zu behalten. Nach dem Sturz gab Marc eine sehr wichtige Erklärung ab. Tatsächlich war die Operation bereits geplant gewesen. Denn eine Schraube, die von einer früheren Schulteroperation übrig geblieben war, hatte sich verschoben. Und sie übte Druck auf den Radialnerv aus. In der MotoGP bedeutet dieses scheinbar kleine Problem eine Katastrophe. Denn die Fahrer steuern das Motorrad nicht mit roher Kraft, sondern mit millimetergenauem Gefühl. Dieser winzige Moment, in dem der Vorderreifen zu rutschen beginnt. Bremsdruck, Vibrationen am Lenker. All das wird über das Nervensystem des Fahrers wahrgenommen. Doch wenn eine Nervenkompression einsetzt, ist diese Sensibilität beeinträchtigt. Das könnte auch erklären, warum Marc in dieser Saison zeitweise unausgeglichen gewirkt hat. Denn nun kämpfte er nicht nur gegen das Motorrad, sondern musste auch gegen seinen eigenen Körper ankämpfen. Warum ist Marc also wirklich gestürzt? Eigentlich lässt sich die Antwort in einem Wort zusammenfassen: Kompromiss. Auf der anderen Seite stehen die körperlichen Schäden, die sich über die Jahre angesammelt haben. Marc war am Limit. Vielleicht wäre ein gewöhnlicher Fahrer bei diesem Tempo ohnehin gestürzt. Und vielleicht zum ersten Mal konnte Marc diese Reflexe nicht voll ausschöpfen. Deshalb war der Sturz in Le Mans vielleicht nicht nur ein Fahrfehler. Vielleicht war es das erste deutliche Zeichen dafür, dass sein Körper endlich anfing, Stopp zu sagen. In der Geschichte der MotoGP gab es viele großartige Champions, aber nur sehr wenige haben einen so hohen körperlichen Preis gezahlt wie Marc Marquez. Arm, Schulter, Nervensystem, Knochenbrüche, unzählige Operationen, weil er nicht nur Rennen fährt. Er kämpft gegen seinen eigenen Körper. Aber in der MotoGP gibt es eine harte Realität. Eines Tages kommt der Tag. Das Talent ist noch da. Der Mut ist noch da. Aber der Körper ist nicht mehr derselbe. Und dieser Sturz in Le Mans könnte den Beginn eines neuen Kapitels in Marc Marquez' Karriere markieren. Während des gesamten Rennwochenendes richteten sich alle Augen auf Toprak Razgatlioglu. Von Beginn an wählte er eine kontrollierte statt aggressive Fahrweise. In den ersten Runden vermied er Risiken aufgrund leichter Balanceprobleme am Vorderrad. Trotz Zeitverlusts, insbesondere in den Kurven des mittleren Streckenabschnitts,
konnte er sein Tempo halten. Im weiteren Rennverlauf rückte das Reifenmanagement in den Vordergrund und viele Fahrer begannen, Fehler zu machen. Im letzten Abschnitt hielt er sein Tempo und überquerte die Ziellinie als 13. Dieses Ergebnis brachte ihm 3 Punkte ein. Am bemerkenswertesten war jedoch, dass er seine höchste Punktzahl in seiner Motokarriere erreicht hatte. In der Boxengasse herrschte nach dem Rennen eine angenehme Ruhe. Denn dem Team war bewusst, dass das Wochenende nicht einfach gewesen war. Toprak war mit der Balance des Motorrads, insbesondere beim Bremsen, nicht ganz zufrieden. Dennoch wurde sein fehlerfreies Ergebnis vom Technikteam positiv bewertet. Platz 13 mag von außen betrachtet unscheinbar wirken, doch in einem so hart umkämpften Umfeld wie MotoGP zählt jeder Punkt. Topraks 3 Punkte ermöglichten ihm seine bisher höchste Punktzahl in seiner Karriere. Er gab nach dem Rennen eine kurze Analyse ab und sagte, dass sie das Fahrverhalten des Motorrads allmählich besser verstehen würden. Alle Augen sind nun auf das nächste Rennwochenende gerichtet. Seine Fähigkeit, seinen Rhythmus zu halten, insbesondere über lange Renndistanzen, ist den Ingenieuren aufgefallen. Platz 13 und die 3 Punkte mögen kein spektakuläres Ergebnis sein. Doch im Fahrerlager ist ein anderes Detail entscheidend. Toprak zeigt im Schlussspurt keine Leistungseinbrüche mehr und wirkt auf dem Motorrad deutlich kontrollierter. Die Datenanalyse des Teams zeigt eine bemerkenswerte Konstanz in der Bremsleistung. Daher sind die geholten Punkte, obwohl sie gering erscheinen mögen, für das technische Team wertvoll. Denn manchmal ist es in der MotoGP entscheidend, das Motorrad am Ende des Rennens problemlos ins Ziel zu bringen. Nach Le Mans war Marc Marquez einer der meistdiskutierten Namen im Motofahrerlager. Doch auf der anderen Seite der Boxengasse zeichnete sich still und leise eine andere Geschichte ab, Marco Bezzecchi. In der Aprilia-Box herrscht in dieser Saison großer Druck. Denn obwohl das Motorrad schnell ist, ist es immer noch instabil. Besonders in der zweiten Rennhälfte geben die Reaktionen des Hinterrads den Fahrern kein Vertrauen. Bezzecchi hingegen versucht es anders. Anstatt das Motorrad in jeder Runde bis ans Limit zu bringen, versucht er, seine Grenzen auszuloten. Das sahen wir auch schon in Le Mans. Während andere Fahrer versuchten, mit aggressivem Bremsen Zeit gut zu machen, wählte Bezzecchi sauberere Linien. Er war vielleicht nicht der schnellste, aber er war einer der wenigen Fahrer, die nicht unter dem Motorrad verschwanden. Besonders interessant ist Marco Bezzecchis Fahrstil, weil sein Fahrstil darauf abzielt, Stürze zu verhindern, anstatt das Motorrad zu retten. Deshalb verschafft er sich, obwohl er auf der Aprilia manchmal ruhiger wirkt, in langen Rennen einen entscheidenden Vorteil. Besonders bei zunehmendem Reifenverschleiß bleibt Bezzecchis Linie stabil. In der MotoGP reicht Geschwindigkeit allein manchmal nicht aus. Denn der wahre Kampf um die Meisterschaft beginnt, wenn das Motorrad außer Kontrolle gerät. Auf der einen Seite kämpfen die Fahrer gegen das Motorrad, auf der anderen Seite versucht Marco Bezzecchi, es zu verstehen. Und manchmal entscheidet genau das über die Zukunft in der MotoGP.